Dieses Video wird unterstützt von PK Pro, deinem Hobbybaumarkt. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung und nutzt den Link bei eurem nächsten Einkauf. Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einem neuen T-Basics. Vor allem herzlich willkommen nach langer Zeit zu einem neuen Bemal-Tutorial. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute dreht es sich mal um diesen kleinen Kerl. Und zwar um einen russischen BT-7 aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ich bin gerade dabei, ein paar Tutorials fertig zu machen. Natürlich auch für Operation Squad. Und dementsprechend bekommt ihr jetzt schon mal das Videotutorial zu verschiedenen Fahrzeugen in den nächsten Wochen und Monaten. Fahrzeugen sowie auch Infanterieuniformen, verschiedene Uniformtypen. Und es hat mir tatsächlich mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich habe lange keine Fahrzeuge mehr gemalt. Von daher hat es mir mal wieder richtig Spaß gemacht. Habe ein paar neue Sachen ausprobiert. Ja, und ich würde sagen, ich schicke euch jetzt direkt auf den Maltisch. Erkläre euch, was ich hier alles gemacht habe, wie ich das ganze Fahrzeug angemalt habe. Und zum Ende gibt es dann noch ein paar schicke Beauty-Shots. Und freue mich, wenn ihr Spaß an diesem Video habt. Solltet ihr Fragen oder Kritik haben, haut es gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr andere Techniken, die ihr verwendet. Haut das gerne mal in die Kommentare, interessiert mich auf jeden Fall. Und gerade was im Thema Weathering und so weiter, da bin ich sowieso immer sehr dran interessiert. Falls ihr da noch Tipps oder Tricks habt, haut es gerne ebenfalls in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank an unseren Partner PK Pro. Dort findet ihr auch den Link in der Videobeschreibung. Dort findet ihr natürlich auch alles, was ihr für das Weathering und Effekte und so weiter braucht. Auch bei uns im Shop könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Wir haben auch einiges am Start. Und ja, jetzt viel Spaß mit dem Tutorial. Wir starten das Tutorial mit unserer Farbpalette. Ich arbeite tatsächlich mal wieder mit den Real Colors von AK Interactive und zwar mit dem BB2 Sowjet AFV Color Set. Enthalten sind dort 4 typische Sowjetfarben, dazu natürlich den passenden Verdünner und ein Schwarz, ein Weiß und ein Buff. Als Modell dient mir dieses Mal der BT-7 Sowjetpanzer von Rubicon Models, den ich vorab schon mit dem AK Primer in Microfiller White grundiert habe. Wir beginnen mit unserem ersten Farbauftrag und zwar nutze ich eine Mischung aus Protective Green 4BO aus dem Sowjet Color Set und einem Black. Diese Farbe nutzen wir für unser Pre-Shading. Ein Pre-Shading ist nichts anderes wie ein natürliches Schatten erzeugen. Das heißt, wir sprühen entlang an dem Modell in die Vertiefung das Modell von der Unterseite. Das können wir alles mit diesem Farbton komplett auch grundieren, die komplette Unterseiten. Wir können die Ketten bereits damit vorgrundieren und natürlich sämtliche Vertiefungen, Ritzen können wir damit einfach schon mal einen natürlichen Schatten geben. Anschließend nutzen wir dann unsere Hauptfarbe, unsere Kernfarbe und zwar das Protective 4BO, quasi die Farbe, die wir eben auch für das Pre-Shading genutzt haben. Diese Farbe nutzen wir nun für den gesamten Farbauftrag. Achtet allerdings bei diesem Schritt, dass ihr diese Farbe nicht zu dick auftragt, denn wir wollen natürlich noch unser Pre-Shading hindurchschimmern sehen. Nun mixe ich unserer Kernfarbe ein bisschen Weiß hinzu. Weiß ist natürlich schon sehr heftig für eine Highlight-Farbe. Ihr könnt natürlich auch einen Buff-Ton und ein Weiß verwenden. Ich habe hier nun reines Weiß mit reingemischt, um einfach auch einen satten Kontrast einfach zu sehen. Ja, das einfach auf erhabene Stellen, Turmkuppeln, Kanten, da wo überall Highlights sitzen, quasi wo sich das Licht quasi erhebt. Dort sprühen wir diesen Highlight-Ton direkt drauf. Ich mag das Ganze auch gern ein bisschen überzeichnet, denn mit dem ganzen Weathering, Filtern und Effekten kriegen wir diese Farbe definitiv noch ein bisschen runtergedunkelt. Also von daher übertreibe ich gern beim ersten Farbauftrag auch direkt. Die Grundfarbe ist nun abgeschlossen und nun müssen wir das Modell als nächstes versiegeln. Denn wir arbeiten mit Ölfarben und Effektfarben auf diesem Modell. Das heißt, wir werden dieses Modell vorab schon mal einmal gründlich versiegeln. Bei Real Color muss das nicht unbedingt sein, denn wir haben hier einen Acryllack, der sehr gut hält.
Aber auf Nummer sicher gehen ist immer super und da wir eben mit Decals und Washes arbeiten, ist es daher immer gut, eine glatte und glänzende Oberfläche zu haben. Nachdem das Modell wirklich gut durchgetrocknet ist, geht es nun direkt schon an die Decals, denn wir wollen natürlich, dass diese Decals auch mit verwittert werden. Ich sehe oft genug, dass Decals erst zum Schluss angebracht werden. Das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler, denn wir haben ja natürlich auch den ganzen Dreck, den wir auf dem Schlachtfeld quasi mitbringen. Der liegt natürlich nicht unter dem Abzeichen, sondern das liegt natürlich auch direkt über den Abzeichen. Von daher die Decals meiner Meinung nach immer recht frühzeitig anbringen, nach der Kernfarbe erstmal Decals aufbringen, damit dann wirklich auch alles, was wir dann an Effekten, Pigmenten, Weathering und Effekten einfach auftragen, einfach auch mit über dieses Decal mit rüberläuft. Anschließend heißt es wieder gut versiegeln, denn das Decal muss natürlich auch kleben bleiben. Das erzeugen wir mit einem Glanzlack und natürlich für schützendes Decal vor weiteren Lösungsmitteln. Nun geht es auch schon direkt an den ersten Effekt. Ich nutze den Filter für Brown for Dark Green Vehicles von MIG. Ja, wie der Name auch schon sagt, Filter, das heißt, wir filtern damit die Farbe einfach ein bisschen wieder runter. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, wir haben ein bisschen überzeichnet gesprüht natürlich auch, wir haben extrem hell auch gesprüht. Das heißt, mit diesem Filter können wir das Ganze nochmal wieder ein bisschen runterdrücken und wir erzeugen ein erstes Weathering. Nachdem wir einen Filter aufgetragen haben, müssen wir das Ganze erneut versiegeln, denn wir arbeiten natürlich weiterhin mit Lösungsmitteln und da kann es dann natürlich passieren, dass wir den Filter direkt wieder mit abziehen. Also nach dem Filtern immer nochmal mit Glossy Varnish versiegeln. Wieder gut durchtrocknen lassen und dann geht es schon los mit dem Abschattieren. Ich nutze das Brown Wash for Dark Green Vehicles von der Firma AK. Hier betreibe ich ein Pinwashing, das heißt, ich schattiere auch wirklich nur die Flächen ab, die es quasi auch verdient haben. Das heißt, ich wasche nicht mit einem Pinsel über das gesamte Modell, sondern dort, wo es hin muss, dort soll es auch rein. Aber bei diesen Washes ist es sehr, sehr einfach, denn das Wash läuft von ganz alleine in die Ritzen. Das Ganze nun leicht antrocknen lassen und mit einem Q-Tip oder mit einem Brillenputztuch zum Beispiel, mit einem Odorless Thinner oder einem White Spirit das Ganze wieder abziehen, dass wir wirklich nur noch das Wash in den Vertiefungen haben. Ein paar Chippings dürfen natürlich auch nicht fehlen. Chippings sind einfach leichte Kratzer, Lackabplatzer. Ich nutze gerne den Track Primer von Vallejo oder auch AK, nutze dafür einen kleinen Watteschwamm, reiße mir ein Stück davon ab und tupfe es ganz leicht auf entsprechende Kanten, Stellen einfach auf, wo das auch passieren kann. Bevor es nun an die Details geht, gibt es nur noch einen leichten Dry Brush. Ich nutze hier einen sehr hellen Grünton. Es ist ein sehr, sehr light green, grey green, sehr, sehr hell. Wirklich sehr, sehr trocken. Das heißt, ihr nehmt den Pinsel, taucht ihn in Farbe und macht ihn richtig trocken wieder den Pinsel und geht dann wirklich sanft und leicht über die Kanten rüber. Wir wollen das nicht auf unseren Flächen haben, sondern wirklich nur an den Kanten einen leichten Akzent, ein leichter Kantenhighlight. Nun geht es an die Details. Dieser BT7 Panzer hat allerdings nicht so viele, das heißt, wir beginnen mit einer Grundierung für die Ketten und zwar mit dem Track Primer von Vallejo oder auch AK. Gefolgt von den Metallteilen auf dem Fahrzeug, hier zum Beispiel Spaten und Axt. Mein Lieblingsbraunton ist einfach Beige Brown von Vallejo. Ich finde, es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Holzton, weil er einfach auch sehr hell ist und da können wir immer noch ein bisschen mit einem Wash arbeiten, um das Ganze ein bisschen runter zu filtern. Ich arbeite sehr, sehr gern mit diesem Holzton und hier passend für den Spatenstiel. Als nächstes kümmern wir uns um den Auspuff. Ich habe mich für Leather Belt von Panzer Aces von Vallejo entschieden. Diesen Farbton nutze ich erstmal als Grundierung. Auch die Ketten verdienen natürlich einen Dry Brush mit Gunmetal.
Und es folgen flüssige Pigmente für den Auspuff. Ich nutze einen passenden Pigmentton, den rühre ich mit einem Pigmentfixer an. Ihr könnt das aber auch die Pigmente in verschiedenen Flüssigkeiten einfach auflösen. Es geht auch Wasser, es geht ein Odorless Thinner, das was ihr gerade da habt. Natürlich ein Pigmentfixer hat immer noch eine sehr, sehr klebrige Eigenschaft, von daher passt das immer ganz gut. Einfach Pigmentfixer mit hinzugeben und dann könnt ihr einfach auch die Dicke dieser Farbe bestimmen. Nun kümmern wir uns abschließend um die Ketten Track Wash von AK Interactive. Meine Geheimwaffe, wenn es um Ketten geht, mehr braucht es meiner Meinung nach nicht. Ich bin ein Fan von einem Track Primer, einen leichten Dry Brush von einem Gunmetal und abschließend mit einem Track Wash behandeln. Und schon habt ihr die perfekte Kette. Auch unsere Details brauchen ein bisschen Liebe. Da hilft einfach ein klassisches schwarzes Wash. Zum Ende hin kümmern wir uns jetzt noch um ein paar Effekte. Hier in dem Fall ein paar Streaking Grimes. Ich habe hier zwei verschiedene Farbtöne gewählt. Einmal einen etwas sehr rostigen Rotton und einen etwas bräunlichen, schmodderigen Ton. Diese trage ich ungleichmäßig auf das Modell auf. Um es dann abschließend mit einem getränkten Dry Brush Pinsel in Odorless Thinner ganz leicht wieder auszufaden. Für leichten Dreck nutze ich Dust and Dirt Deposits von AK Interactive. Ich nutze diesen Effekt seit einigen Monaten sehr, sehr gerne, weil es ein sehr, sehr gut steuerbarer Effekt ist. Das heißt, ihr tragt erstmal diese Masse mit dem Pinsel auf, so wie ihr aus dem Pot auch kommt. Das Ganze lasst ihr antrocknen und dann geht ihr einfach mit einem Odorless Thinner oder einem White Spirit wieder ran und könnt das Ganze so ein bisschen ausfaden, verblenden. Ihr könnt es auch komplett wieder wegnehmen, nur teilweise entfernen. Ich mag diese Effektfarben, diese Deposits. Da gibt es inzwischen auch verschiedene Farbtöne für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Und ich nutze hier Dust and Dirt Deposits. In verdünnter Form könnt ihr mit dieser Effektfarbe auch sehr, sehr gut arbeiten, um zum Beispiel sandige Ränder darzustellen. Ich nutze das hier auch nur sehr, sehr leicht und sehr, sehr dezent. Allgemein arbeite ich nur noch mit einem sehr dezenten Weathering, weil ich es einfach, es ist mein persönlicher Geschmack. Bei mir müssen die Fahrzeuge nicht komplett zugematscht sein, die Ketten müssen nicht verschlammt sein, sondern ich mag es, wenn ein leicht verwitterter Effekt einfach da ist. Das finde ich sehr, sehr natürlich. Von daher arbeite ich da auch gar nicht mehr so mit so vielen Effekten. Auch diesen sandigen Effekt kann man in verschiedenen Methoden einfach darstellen. Man kann das auch zum Beispiel mit trockenen Pigmenten machen. Man kann das mit einem Pigment-Wash machen. Ich nutze jetzt hier einfach die Dust and Dirt Deposits, weil es einfach eine sehr, sehr einfache Methode ist, die aufzutragen. Und wir können sie auch kinderleicht wieder entfernen, sollte das schiefgegangen sein. Ja, und zum Abschluss verdient der BT7 noch einen Mattlack. Und davon brauchen wir schon ein bisschen mehr, denn wir haben eine ganze Menge Glanz auf diesem Fahrzeug. Na klar, wir haben eine sehr, sehr glänzende Oberfläche durch den Klarlack natürlich und natürlich auch durch die verschiedenen Effekte. Die bringen auch immer mal noch ein bisschen Glanz mit sich. Auch die Ölgeschichten bringen natürlich Glanz mit sich. Von daher müsst ihr das Fahrzeug sowieso erstens mal versiegeln, damit ihr auch alles schützt, was ihr mit Pigmenten und Deposits behandelt habt. Und zum anderen wollen wir natürlich ein schönes mattes Finish. Ja, und damit ist der BT7 auch fertig. Mir hat es mal wieder wirklich sehr viel Spaß gemacht, einen Russen anzumalen. Ist auch schon eine längere Zeit her bei mir. Aber mir gefällt das Fahrzeug so, wie es ist. Ich mag die Farbgebung, ich mag das leichte Weathering. Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Fahrzeug haltet, was ihr anders gemacht hättet. Und vielleicht habt ihr ja noch den einen Tipp oder Trick. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.